Ciao a tutti, mein Name ist Silvia Vicinelli. Ich bin Sängerin, Songwriterin und Vocal Coach. Heute werde ich die Performance von Mariah Carey analysieren von Vision of Love, als sie das live im amerikanischen Fernsehen bei Good Morning America performt hat. Vor einigen Wochen war das. Das war zum 30. Jubiläum vom Release ihres ersten Hits, was ja auch Vision of Love war. Sie hatte ein paar Problemchen in den letzten Jahren mit der Stimme, also ein bisschen gespannt. Ich starte das mal. Treated me kind, sweet destiny, carried me through desperation, to the one that was waiting for me. It took so long, still I believe. Okay, mal kurz Stopp. Erstens klingt das sehr, sehr gut. Also ihre Stimme klingt sehr klar, sehr fokussiert, sehr vorne. Wow, bin sehr positiv überrascht. Und ich muss aber sagen, also der Anfang klingt sehr, sehr tief. Man hört, dass sie fast an der Grenze ist, ihrer Tiefe. Ich meine, das Lied ist jetzt nicht in Originaltonart. Weiß ich auch sehr gut, weil ich das Lied sehr, sehr oft gesungen habe, auch vor vielen, vielen Jahren, als ich 19 war und ich dieses Lied im italienischen Fernsehen bei so einem Gesangswettbewerb gesungen habe. Gab noch keine Castingshows damals. Ja, ich habe das sehr viel gesungen, also das klingt jetzt tiefer. Ich werde das gleich checken. Treating me kind. Das ist ja ein F. Also das Originale ist in Treating me kind, sweet destiny. Also es ist ein Ton höher, das Original. Also das heißt, sie singt es gerade einen ganzen Ton tiefer, das heißt 2 Halbtöne tiefer. Gut, man kann sich darüber streiten, ob das dann cool ist. Die Stars machen das immer wieder, dass sie dann bei Live-Performances die Songs etwas tiefer setzen. Der Grund, warum diese Songs immer so ein bisschen tiefer gesetzt werden, ist natürlich, dass es safer ist, tiefer zu singen. Klar, das ist dann eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Aber ganz ehrlich, wenn das dann super klingt und sie das auch enjoy, wollte ich gerade sagen, also genießen kann, dann warum denn nicht? Also am Ende, worum geht es denn beim Singen? Ne? Auch etwas Emotionen und etwas rüberzubringen. Okay, wir waren hier. The one that was waiting for me. It took so long, still I believe somehow the one that I needed would find me eventually. I had a vision of love, and it was all that you've given to me. I had a vision of love. Also man sieht ja auch hier die ganze Zeit, wie sie beim Singen so schön lächelt. Ne? Das ist so wichtig, dass man das hier behält, diese Position. I had a vision of love. Sonst hat man I have a vision of love. Dann klingt das irgendwie total dumm von hinten. Ne? Sie ist eine Meisterin in allem, was sie tut. Sehr, sehr schön. And it was all that you've given me. I realized the dream, and I visualized the love that came to be. Said I feel so alive, I'm so thankful that I received. Okay, said I feel so alive. Da macht sie da so ein Riff. An der Stelle war eigentlich so ein gerader Ton. Feel so alive. Ich kann ja auch denken, dass das auch ein bisschen der Grund ist, dass sie diesen längeren Ton Feel so alive, das ist ein bisschen, dass sie umgehen wollte. Weil tatsächlich, der ist jetzt sehr unbequem in der neuen Tonart. Das ist alles auf dem Stimmübergang. Von Stimmübergang habe ich in meiner kleinen Vocal Coaching Serie gesprochen, der ersten Folge. Hier ist sie, wenn ihr reinschauen möchtet. Okay, das ist auf dem Stimmübergang. Das ist der Bereich, diese graue Zone nenne ich sie manchmal, wo ein bisschen unangenehm zu singen ist zwischen Bruststimme und Kopfstimme. Und da liegen jetzt so ein paar sehr wichtige Töne. Feel so alive. Feel. Ja, B-Flat. Unangenehm ein bisschen. Okay, komm mal weiter. The answer that heaven has sent down to me. You treated me kind. Oh, cool. Sie hat's. Yes. And I'll be eternally grateful, holding you so close to me.
Man muss sagen, dass der Typ auch da, der die Chöre so macht, der ist aber auch cool, ne? Sie singt jetzt auf einem Playback, pre-recorded. Er spielt vielleicht oder spielt auch nicht, keine Ahnung. Ich meine, das Spielen ist eher recorded, aber er singt definitiv live. Also sehr, sehr gut. Dann hören wir weiter. Okay. Nida ist ein bisschen hinten. Nida. Sie ist ein paar kleinen hohen Stellen, 1 Millimeter hinten. Ja, also macht sie trotzdem sehr, sehr gut. Man hört es noch ein kleines bisschen, ne? Sie hat's noch. Okay, jetzt ist hier ein ganz anderer Riff am Ende, anstatt der ganze berühmte And it was that you. Ich glaube, das war der. Sie macht sie macht irgendwas nach unten. Ja, gut. Nach so vielen Jahren hat sie es so oft gesungen, dann hat sie auch Lust, was anderes auszuprobieren. Oder der ist ein bisschen leichter natürlich, der Riff, der nach unten geht, als der andere. Ja, kann man sich darüber streiten, warum sie es jetzt so macht. Aber auch cool. Dann hören wir uns den letzten Ton an. Cool. Ne? Also dieses Lächeln, fantastisch, ne? Be yeah hat sie gesungen. Be yeah, nicht be, das ist doch der, wieder B-Flat, ja, das ist so, be yeah, ja, es ist auf I, diesen B-Flat zu singen, das ist ein bisschen unangenehm. Also, sehr schlau macht sie be yeah. Be yeah. Weil Vokal öffnet den Sound und ist stabiler. Und dann ist sie auch safer und es klingt auch mit mehr Power, ne, sozusagen. Cool, wie gesagt, am Ende. Das ist das schöne Lächeln mit wunderbar. Wunderbar, sehr schöne Performance. Toll. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Thumbs up und abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Schreibt mir gerne auch in den Kommentaren und wenn ihr auch eine Performance gesehen habt, die ihr gerne von mir analysiert hören möchtet, schreibt das auch in den Kommentaren. Ich werde dann versuchen, darauf einzugehen in einer meiner Folgen. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!